Geil. Wir nehmen euch heute mit in einen niedersächsischen Laubmischwald südwestlich von Hannover. Denn hier ist der auserkorene Schauplatz für das Forschungsduell im Blätterdach. Wir begleiten ein Forschungsteam der Technischen Universität Braunschweig und eins der Universität Göttingen beim Sammeln von Baumproben für ihre wissenschaftlichen Untersuchungen. Nur mit diesen Proben können sie die wertvollen Daten ermitteln, die notwendig sind, um den Gesundheitszustand des Waldes zu bestimmen. Beide Teams wollen wissen, welche die bessere Methode ist, um an die benötigten Ast- und Blattproben aus der Baumkrone zu kommen. Dafür haben sie sich diese Challenge ausgedacht. Yes, I'm sampling now. Spezialisierte Forschungsteams sammeln regelmäßig in aufwendiger Feldforschung Ast- und Blattproben von Bäumen. Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Forstwissenschaft, Ökologie, Pflanzen- und Ökosystemphysiologie, Hydrologie, aber auch Ingenieurwissenschaft sind an dieser Aufgabe beteiligt. Nur der Vogel muss heute funktionieren hier. Denn um den Gesundheitszustand des Waldes genauer ermitteln zu können, benötigt die Wissenschaft Informationen von möglichst vielen Bäumen. Die dafür erforderlichen Proben aus der Baumkrone zu ernten, ist eine große Herausforderung. Wir schauen den beiden Teams beim Probensammeln, auch englisch Sampling genannt, einmal genauer über die Schulter und finden heraus, was es mit dem Duell im Blätterdach genau auf sich hat. Unsere Wälder verändern sich. Der menschengemachte Klimawandel setzt ihnen zu. Über Jahrhunderte hatten sich Wald und Waldbewirtschaftung an das bisherige Klima angepasst. Doch die vielfältigen Folgen des Klimawandels für die Bäume sind mittlerweile auch beim Waldspaziergang zu erkennen. Dies belegt der aktuelle Waldzustandsbericht mit alarmierenden Zahlen. Er erscheint jährlich und beschreibt den Gesundheitszustand der Wälder. Der Bericht erlaubt Aussagen zur Entwicklung von Vitalität und Stressfaktoren sowie zu langfristigen Trends. 2024 wurde bei 36% der Bäume eine deutliche Kronenverlichtung festgestellt. Weitere 43% weisen leichte Verlichtungserscheinungen auf. Das heißt, nur 21% des deutschen Waldes sind derzeit gesund. Ja, der Waldzustandsbericht ist die klassische Erhebung, die jedes Jahr in den deutschen Wäldern stattfindet. Das heißt, anhand von Kriterien gehen Fachleute in deutsche Wälder, schauen sich visuell die Kronen an und beurteilen dann den Kronenverlichtungsgrad. Das heißt, wie dicht ist die Krone. Das wird immer nur in bestimmten Gebieten durchgeführt und deswegen ist ja einfach eine größere Datenbasis schon viel besser. Ein Blick in die Zukunft verheißt nichts Gutes. Mit weiter steigenden Temperaturen und immer häufigeren Extremereignissen stößt die Anpassungsfähigkeit der Wälder an ihre Grenzen. Also wenn wir die Einflüsse der Umwelt auf Wälder erforschen, gibt es ja diesen bewirtschafteten Wald, wo wirklich Bäume gezüchtet werden, um sie später zu fällen. Und wenn es jetzt gerade darum geht, was passiert im Rahmen des Klimawandels mit Wäldern, dann will man das oft vergleichen. Wie ist das denn in einem natürlichen Waldsystem oder wie ist das in solchen Mischwaldsystemen wie hier? Sind die besser angepasst als diese Monokulturen, die wir da geschaffen haben? Künstlich angelegte Monokulturen sind sehr anfällig für Schädlinge und Krankheiten, die ganze Bestände zerstören können. Zusätzlich führen hohe Bestandsdichten dazu, dass die Bäume um Licht, Wasser und Nährstoffe konkurrieren und dadurch geschwächt werden. Es ist jetzt schon an der Zeit, den Waldumbau voranzutreiben, die Struktur und Artenzusammensetzung des Waldes so zu verändern, dass wir ihn möglichst resilient machen. Passiert ja jetzt auch und ist ja seit einigen Jahren auch schon bekannt. Ein resilienter Wald ist ein Wald, der gegenüber den natürlich auftretenden Klimaschwankungen nicht besonders sensitiv ist. Das heißt, der übersteht auch mal eine Trockenphase und regeneriert sich danach wieder. Wir Menschen sind in grundlegender Weise auf Wälder angewiesen. Daher ist es so wichtig, den Waldumbau und zukunftsfähige Wälder zu fördern. Wälder haben vielfältige Funktionen und die für uns am interessantesten ist natürlich, sie produzieren Sauerstoff, sie binden Kohlenstoffdioxid und sie regulieren das Klima.
Sie sind natürlich ein Lebensraum für viele, viele Tiere, also tragen massiv zur Biodiversität bei. Für uns sind sie die absolute Lebensgrundlage. In Deutschland sollen resiliente Wälder entstehen. Die Forschenden brauchen repräsentative Probenmengen, um fundierte Aussagen treffen zu können. Auf Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse kann der Waldumbau gezielt gestaltet werden. Mit der richtigen Analyse erzählen Blätter und Zweige aus der Baumkrone viel über den Wasser-, Nährstoff- und Kohlenstoffhaushalt eines Baumes. Mehr, als man von außen sehen kann. Die Forschung spielt natürlich eine massive Rolle, auch jetzt in diesen Forschungsprojekten, wo wir angucken, wie resilient sind verschiedene Wälder. Diese Daten sind nicht so einfach zu bekommen und da brauchen wir sehr viel Forschung, um das zu verstehen. Und welche Methoden es gibt, um an diese wichtigen Proben zu gelangen, erklären und zeigen euch die Forschenden der beiden Teams in der Challenge um die Krone. Malkin und Steffen von der TU Braunschweig bilden Team Drohne. Sie haben eine innovative Methode entwickelt und treten mit modernster Drohnentechnik an, um das Forschungsduell zu gewinnen. Christina und Sharat von der Uni Göttingen sind Team Klettern. Sie setzen auf ihren Mut und körperlichen Einsatz, den sie bei der bewährten Baumklettermethode unter Beweis stellen, um die Challenge zu gewinnen. Das Schönste am Baumklettern ist für mich der Moment so zwischen dem Samplen, wenn man einfach mal oben die Aussicht genießen kann und so zwischen den rauschenden Blättern sitzt. Wenn man einen Baum hat, der sehr hoch ist, zum Beispiel so eine 35 Meter hohe Douglasie, die dann oben rausragt und man sieht bis zum Horizont. Und man denkt, man macht so eine Erfahrung, die die meisten Leute gar nicht machen können, nämlich den Wald aus der Perspektive zu sehen. Das ist schon schön. Ich würde nicht sagen, dass der Wald insgesamt in Gefahr ist, aber in seiner jetzigen Form wird er wahrscheinlich so nicht weiter bestehen können. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit setzen sich mit dem Wald auseinander und versuchen dabei zu helfen, eben den Wald besser zu verstehen und ihn dann auch besser schützen oder besser anpassen zu können. Proben aus der Baumkrone sind wichtig, weil sie uns zeigen, wie es einem ausgewachsenen Baum unter den aktuellen Bedingungen eben geht. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Und in der Baumkrone ist die Exposition gegenüber Trockenheit, Sonnenlicht, Hitze besonders stark. Und das interessiert uns eben. Wir wollen herausfinden, wie reagieren die Bäume auf diese Umweltbedingungen. Und wir versuchen aus den Daten möglichst praktische Hinweise ableiten zu können, welche Formen von Waldwirtschaft oder Artenzusammensetzung funktionieren da und werden wahrscheinlich auch in Zukunft funktionieren, um den Wald widerstandsfähiger im Klimawandel zu machen. Unsere beiden Forschungsteams arbeiten unermüdlich daran, mehr Proben zu sammeln. Diese sind die Grundlage für aussagekräftige Daten zum Zustand der Bäume und für Empfehlungen für zukunftsfähige Wälder. Also unser Gerät ist ja eigentlich nur eine Methode, um Proben zu gewinnen. Und die Proben am Ende sind das Wertvolle, was aus denen dann gewonnen wird. Und aus denen wird natürlich der ganze Zustand vom Wald kann dort abgeleitet werden. Und deswegen ist eine große Datenmenge super wichtig. Wenn wir jetzt Isotope anschauen, wir können Wasserpotenziale messen in den Proben. Nährstoffgehalte, das machen wir jetzt nicht, aber andere Leute. Insekten, die teilweise in den Blättern dann wohnen und solche Proben zu gewinnen. Der Impact wäre einfach mehr Proben zu gewinnen. Das ist der Impact. Ja, es ist krass, wenn ich nach vorne fliege, fliegt er immer nach rechts. Das Ganze so mit der Drohne zu fliegen ist halt immer sehr, ja, es ist aufregend einfach, weil es kann halt was schief gehen. Ja, es bleibt immer ein Risiko. Das Problem ist einfach, dass wenn was schief geht, geht halt meistens was kaputt. Und das kostet einfach Zeit. Ja, okay, perfekt. Das ist der. Jo. Ich habe halt einen technischen Hintergrund. Ich habe Mechatronik in der Uni Hannover studiert. Und Mechatronik ist ja so die Schnittstelle zwischen Elektronik und Mechanik. Und da im Studium haben wir uns auch mit Regelungskreisen beschäftigt. Also wie werden die stabilisiert in der Luft, die Drohnen. Also es ist immer noch Prototyp. Und wir sammeln auch immer noch Erfahrung damit.
weil wir eine Drohne benutzen für Sachen, die sie eigentlich nicht so gedacht ist, weil wir in der Luft Kontakt zu einem anderen Objekt herstellen. Also wenn wir was greifen. Geht. Und das ist eigentlich was für die Drohne jetzt so nicht ideal ist. Das heißt, wir ziehen dann da vielleicht dran und wir kommen in Situationen, wo auch die technische Seite der Drohne irgendwie an das Limit kommt. Ja, das Piepen hatten wir doch eben nicht, oder? Ah. Läuft. Das Team ist halt super wichtig. Also man muss immer jemanden haben, auf den man sich verlassen kann, wo man weiß, die Person weiß, wie sie mich jetzt retten würde, wenn ich aus irgendeinem Grund ohnmächtig werde. Und wenn man sich irgendwie für das Gleiche dann auch noch begeistern kann dabei und es irgendwie teilen kann, diese Momente oben im Baum, das ist schon schön. So sind wir soweit. Ich werde die Sampling-Drohne fliegen. Steffen ist vor allen Dingen zuständig, mich zu unterstützen, dabei zu achten, bisschen wo wir fliegen, wo ist die Drohne. Ah, ich gucke nach... Oh ja. Der Wing ein bisschen nach rechts noch, genau. Da ich das Bild beim Beproben nur durch die Videobrille sehe, fehlt manchmal so ein bisschen die Umsicht und es ist immer gut, dass noch eine zweite Person dabei ist, die den Überblick hat. Wo sind wir? Höhe sollte passen. Müssen wir zurückfliegen? Sind wir an dem Baum, wo wir sein wollen? Nee, drehen wir wieder ein bisschen zurück. Zurück ist schlecht. Links, rechts ist besser. Mit diesem Hintergrundwissen schauen wir uns jetzt das Forschungsduell in luftiger Höhe an. Okay, attaching the weight. Von Christina und Malkin erfahren wir die Vorzüge und Schwächen des Kletterns und Drohnefliegens, während wir beide im Einsatz begleiten. Ja, wie man sieht, hat der Gute auch schon mal ein bisschen was auf den Kopf gekriegt hier. Jeder Vorteil bringt einen Punkt. Für jeden Nachteil wird ein Punkt abgezogen. Die Challenge wird in 9 Runden ausgetragen. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Let's go! Also der größte Vorteil des Baumkletterns durch Menschen ist, denke ich, dass man wirklich die Kontrolle darüber hat, was wird genau gesampelt. Also den Vorteil der Drohne gegenüber einem Baumkletterer sehe ich auf jeden Fall in der Erreichbarkeit der Baumkrone. Das geht einfach viel, viel schneller. Wie hoch sind wir? Sag mal Bescheid. Das Baumklettern ist natürlich eine aufwendige Sache. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Das Installieren der Seile kann eine Weile dauern. Das Schwierige beim Fliegen ist eigentlich, dass man nicht aus der Drohne schaut. Das Videobild kommt ja von dem Sampling-Tool unten. Das heißt, wenn wir vorwärts fliegen, dann dauert das erstmal ein bisschen, bis das Sampling-Tool dann hinterherkommt, weil das hängt ja an der Stange. Man muss immer ein bisschen warten, weil so eine Verzögerung drin ist. Man fliegt quasi so ein Pendel. Vor allem, wenn man wiederholt dieselben Bäume beprobt, dann fällt eben dieser Zeitfaktor weg, dass man das Kletterseil immer neu installieren muss, weil man dann immer wieder daran hochklettern kann. Also der Vorteil meiner Drohne wäre, wenn wir von vielen Bäumen wenig Proben haben wollen, weil wir halt viele Bäume schnell erreichen können. Jawohl. Jo. Ja, ein gesunder Respekt vor der Höhe ist natürlich nicht verkehrt, weil es ist ja schon so, dass man genau wissen muss, was man da tut. Wir haben das in einem Kurs halt professionell gelernt und das ist nicht so, dass man das so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Weil wenn man da einen schwerwiegenden Fehler macht, dann kann man im schlimmsten Fall eben sterben. Und das will man vermeiden. Die Drohne kann jetzt kaputt gehen, das tut niemandem weh. Aber wenn der Baumkletterer jetzt irgendwie abstürzt, weil ein Ast dann doch nicht so stabil ist, klar, ist mit einem Risiko verbunden. Also in dem Fall reicht so eine normale Gartenschere, weil man ja nur kleine Zweige abschneiden möchte. Wenn man jetzt einen größeren Ast hat, müsste man eine Säge mitnehmen. 2 Zentimeter ist das Maximum, was wir schneiden können. Mehr geht auch nicht. So ist auch das Sägeblatt guckt halt nur 2 Zentimeter und dann ist Schluss. Du kriegst keinen dickeren Ast da rein. Könnte ein bisschen dicker sein, aber ist auch schon so ein bisschen verzweigt. Dann wird es halt immer tricky, wenn es so 2 auf einmal sind. Also Wetter ist vor allen Dingen klar. Kein Regen geht schon mal nicht wegen der ganzen Elektronik.
Je windstiller, je besser, am besten kein Wind. So ein Ast zu greifen ist einfach einfacher, wenn er sich nicht bewegt. Ja, also das Wetter limitiert das Baumklettern weniger. Bis auf starken Wind oder Gewitter oder Starkregen ist das Baumklettern möglich und sicher. Wenn der Baum wirklich als Ganzes nicht mehr bekletterbar ist, wird es für uns natürlich schwierig. Wir sind auch schon für andere Leute, die halt Proben brauchten. Das waren vor allen Dingen Eichen, die alt waren, wo Baumkletterer nicht mehr rein konnten. Und die einzige Chance war halt irgendwie, uns zu fragen. Und für die haben wir dann auch einmal Proben geholt. Natürlich ist es so, dass man körperlich begrenzt ist. Irgendwann ist man erschöpft, irgendwann mag man nicht mehr. Je nachdem, wie geübt man eben ist, hat man einfach eine begrenzte Probengröße, die da möglich ist. Die Verlässlichkeit von dem Ganzen ist halt in meinen Augen nicht so gegeben wie der Baumkletterer. Wenn du ein Problem mit der Technik, dann funktioniert es nicht. Sind die Windbedingungen nicht so gut, dann funktioniert es nicht. Ich brech mal ab. Macht der Pilot einen Fehler, dann funktioniert es nicht. Oha. Was jetzt gerade los ist, weiß ich auch nicht. Irgendwas mit den Reglerparametern und das. Ja, so geht das nicht. Das Baumklettern ist nicht nur für die Probennahme sinnvoll, sondern man kann ja auch andere Dinge noch im Baum machen. Man kann zum Beispiel Sensoren installieren, die man sonst nur auf Brusthöhe normalerweise installieren kann. Man kann Stammkerne nehmen, die dann analysiert werden können. Ja, da eröffnen sich noch ganz andere Möglichkeiten, wenn man eben einen Mensch hat, der da im Baum ist und wirklich genau Entscheidungen treffen kann. Okay, I have a sample. Man kann sich jetzt vorstellen, wir fahren einfach mit einem Auto an den Wald ran, wir bauen das Gerät auf, wir fliegen hoch, wir proben 3, 4 Bäume, die jetzt den Zustand des Waldes widerspiegeln, packen das wieder ein und fahren zum nächsten Standort. Das war's, Probe. Passt, hat funktioniert. Happy, dass es geklappt hat. Beide Teams haben alle Register gezogen. Here we go. Nice. Dieses Forschungsduell endet mit 2 Gewinnern. Ihre Methoden ergänzen einander und leisten einen wichtigen Beitrag zum Sammeln von mehr Baumproben, die wertvolle Daten liefern. Auf deren Basis geben WissenschaftlerInnen fundierte Handlungsempfehlungen für resiliente Wälder. Diese Widerstandsfähigkeit können zukünftige Generationen beim Waldspaziergang erleben. Hier in Deutschland und in Europa sind wir wirklich an einem Punkt, dass es auch gesehen wird, dass der Wald einfach sehr vielseitig ist und allein deswegen schon sehr schützenswert ist, weil er einfach für uns Menschen so viele Vorteile und Funktionen erfüllt. Was ich so am Wald schätze, ist, glaube ich, dass ich als Kind viel mit meinem Bruder und dem Hund sind wir einfach jeden Abend nach der Schule raus in den Wald, sind durch den Wald getigert, durch die Büsche, haben geguckt, was wir so finden und eher Abenteuer eher, so einfach gucken, so entdecken, was da, die Ecken kennen wir noch nicht, dann gehen wir mal dahin. Ich liebe Bäume schon seit ich klein bin. Ich bin im Wald aufgewachsen, im Erzgebirge, immer mit meinem Opa im Wald gewesen. Es ist mehr so ein Gefühl, was mir der Wald gibt mir Ruhe, wenn ich im Wald bin und deswegen liebe ich Bäume.